Tja, und der Krieg, der geht weiter. Putins Wirtschaftsberater Kirill Dmitriev, der war jetzt im Weißen Haus bei Steve Witkoff. Der ist ja der Ukraine-Sondergesandte von Präsident Trump. Was dabei rausgekommen ist, dazu nun unser Korrespondent Christoph Wanner aus Odessa. Putins Mann für Wirtschaftsfragen, Kirill Dmitriev, war in Washington im Weißen Haus und hat sich dort mit Steve Witkoff getroffen, dem Sondergesandten des amerikanischen Präsidenten. Und in erster Linie ging es bei diesem Gespräch um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Und die Russen haben den Amerikanern angeboten, gemeinsam Rohstoffe zu fördern, Öl, Gas, seltene Erden. Dann hat Kirill Dmitriev Steve Witkoff vorgeschlagen, man könnte doch die Direktflüge zwischen den beiden Ländern wieder aufnehmen. Und die Amerikaner könnten doch die Lücken schließen, die entstanden sind in Russland, als westeuropäische Firmen das Land verlassen haben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Nach diesen Gesprächen hat Dmitriev gesagt, dass er optimistisch sei, dass man auf dem richtigen Weg sei und dass der Dialog zwischen den beiden Ländern in Bezug auf einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg weitergehen werde. Stichwort möglicher Frieden im Ukraine-Krieg. Da sind die Ukrainer selbst wesentlich weniger optimistisch als Putins Emissär in Washington. Im Büro des Präsidenten in Kiew heißt es, dass man beobachtet, dass die Russen ihre Armee noch einmal vergrößern. Um 150.000 Mann heißt es, neue Divisionen, und man erwarte im Ukraine-Krieg neue Angriffe in absehbarer Zeit, noch heftigere Angriffe als bisher an den unterschiedlichsten Frontabschnitten. Und hier in Odessa habe ich auch mit Militärangehörigen gesprochen und die haben mir gesagt, dass sie glauben, dass Putin erst Ruhe gibt, wenn er Odessa eingenommen hat. Diese wichtige Hafenstadt, auch genannt das Tor zu den Weltmeeren. Ich bin mir nicht sicher, ob die Russen genug Kraft haben, hierher nach Odessa durchzumarschieren und diese große Stadt einzunehmen. Aber wir befinden uns in einem Abnutzungskrieg. Und sollten einer Kriegspartei in einem solchen Erschöpfungskrieg die Ressourcen ausgehen, dann können natürlich die Verteidigungslinien zusammenbrechen. Und wenn das passiert, kann die stärkere Kriegspartei durchmarschieren. Und sollte die stärkere Kriegspartei Russland sein, kann man auch nicht mehr ausschließen, dass sie eines Tages eben doch vor Odessa stehen.